Willkommen auf dem Kanal, auf dem wir die Geheimnisse deines Gehirns entschlüsseln und dir helfen, klügere Gewohnheiten für ein schärferes und produktiveres Leben aufzubauen. Heute tauchen wir in 7 kraftvolle Morgenroutinen ein, die von der Neurowissenschaft gestützt werden und dein Gehirn buchstäblich neu verdrahten können, die dir helfen, deinen Fokus zu schärfen, geistige Klarheit zu fördern und den Grundstein für einen produktiven Tag zu legen. Wenn du jemals am Morgen mit Gehirnnebel, wenig Energie oder zerstreutem Denken zu kämpfen hattest, werden dir diese Gewohnheiten helfen, deinen Tag mit Klarheit und Kontrolle zu beginnen. Bleib bis zum Ende dabei, denn die letzte Gewohnheit ist eine, von der nur wenige Menschen wissen. Aber es ist ein absoluter Wendepunkt, wenn es darum geht, dein Gehirn für langfristigen Erfolg neu zu verdrahten. Lass uns mit der allerersten Gewohnheit starten. Gewohnheit 1. Trinke ein Glas Wasser, bevor du etwas anderes machst. Es mag einfach klingen, aber diese Gewohnheit hat einen enormen Einfluss auf die Fähigkeit deines Gehirns, optimal zu funktionieren. Nach 6 bis 8 Stunden Schlaf wacht dein Körper in einem leicht dehydrierten Zustand auf. Dehydrierung verringert das Volumen der Gehirnzellen, verlangsamt die neuronale Kommunikation und erhöht die Müdigkeit noch bevor dein Tag beginnt. Studien zeigen, dass schon ein Rückgang des Flüssigkeitsspiegels um 1–2% zu einer verminderten Kurzzeitgedächtnisleistung, geringerer Konzentration und nachlassender geistiger Wachsamkeit führen kann. Dein Gehirn besteht zu etwa 75% aus Wasser. Ist dein Gehirn nicht ausreichend mit Wasser versorgt, wirkt sich das sofort auf deine Denkgeschwindigkeit und sogar deine Stimmung aus. Trinkst du gleich nach dem Aufstehen ein Glas Wasser, bringst du deinen Stoffwechsel in Schwung, reinigst deinen Körper von Giftstoffen und gibst deinem Gehirn sofort neuen Schub. Es fühlt sich an, als würdest du dein neuronales Netzwerk auf Neustart setzen. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, gib eine Prise Himalaya-Salz und einen Spritzer Zitrone dazu. Das Salz liefert wichtige Elektrolyte, die die Signalübertragung im Gehirn verbessern, während die Zitrone den Körper basischer macht und die Verdauung unterstützt. Mach das zu etwas, worauf du auf keinen Fall verzichten darfst. Noch bevor du Kaffee trinkst, aufs Handy schaust oder sonst etwas machst, gib deinem Gehirn zuerst die Flüssigkeit, die es braucht, um top zu funktionieren. Gewohnheit 2. Geh innerhalb von 30 Minuten nach dem Aufstehen ins natürliche Sonnenlicht. Dein Körper läuft nach einer inneren Uhr, dem sogenannten zirkadianischen Rhythmus, und dieser wird stark vom Licht beeinflusst. Morgens natürliches Sonnenlicht zu tanken, ist eine der wirkungsvollsten Methoden dazu, um diese innere Uhr zu regulieren, deinen Schlafrhythmus zu verbessern und deine Energie am Tag zu steigern. Warum ist das so wichtig für dein Gehirn? Wenn Sonnenlicht auf deine Augen trifft, sendet es Signale an den suprachiasmatischen Nukleus deines Gehirns, die Hauptuhr in deinem Hypothalamus. Das löst die Produktion von Cortisol aus, einem natürlichen Aufwachhormon, das dir hilft, dich wach, fokussiert und motiviert zu fühlen. Außerdem signalisiert es deinem Gehirn die Ausschüttung von Melatonin, dem Schlafhormon, hinauszuzögern, damit du tagsüber nicht benommen bist. Schon 5 bis 10 Minuten direktes Sonnenlicht auf Gesicht und Augen ohne Sonnenbrille können deine Energie und deinen Fokus für den ganzen restlichen Tag spürbar steigern. Wenn du geh kurz nach draußen spazieren, strecke dich auf deinen Balkon oder setze dich einfach ans Fenster, wo die Sonne hereinscheint. Und hier noch ein Profi-Tipp. Wenn es bewölkt ist oder Winter, nutze alternativ eine Lichttherapielampe mit 10.000 Lux. Dein Gehirn sehnt sich nach diesem frühen Lichtsignal, um in das Hochleistungsmodus zu schalten. Mit der Zeit stärkt diese Gewohnheit deinen zirkadianischen Rhythmus, verbessert deinen Schlaf in der Nacht und steigert deine Wachheit und deine geistige Leistungsfähigkeit am Tag und macht sie zu einer grundlegenden Gewohnheit für mentale Produktivität. Gewohnheit 5. Meide dein Handy in der ersten Stunde nach dem Aufstehen. Eines der schädlichsten Dinge, die du gleich am Morgen deinem Gehirn antun kannst, ist es, mit Ablenkungen, Benachrichtigungen und äußeren Anforderungen zu überfluten. Und genau das passiert, wenn du direkt nach dem Aufwachen dein Handy checkst. Dein Gehirn wacht auf in einem Theta- und Alpha-Wellenzustand. Das sind ruhige, kreative Wellenwerke, die tiefes Denken und Reflexion ermöglichen.
Doch in dem Moment, in dem du dein Handy in die Hand nimmst und durch Nachrichten oder Social Media scrollst, wird dein Gehirn in den Beta-Zustand gedrängt, den Alarm- und Reaktionsmodus. Du fängst an, nur noch auf die Welt zu reagieren, anstatt deine eigene Denkweise und Fokus für den Tag zu gestalten. Dieses reaktive Muster trainiert dein Gehirn darauf, sich an Reize zu gewöhnen, ständig zwischen Benachrichtigungen, Apps und kleinen Dopaminkicks hin und her zu springen. Mit der Zeit verkürzt das deine Aufmerksamkeitsspanne, schwächt dein Wahrgedächtnis und steigert die mentale Ermüdung. Anstatt sofort zum Handy zu greifen, nutze die erste Stunde deines Tages, um dich bewusst zu sammeln und auszurichten. Lies, schreibe Tagebuch, meditiere oder bewege deinen Körper. Tu etwas für deinen Geist, bevor du ihn der Außenwelt aussetzt. Die erste Stunde deines Tages sollte von dir gestaltet werden, nicht von deinem Handy bestimmt. Gewohnheit 4. Bring deinen Körper in Bewegung, selbst wenn es nur 5 Minuten sind. Bewegung wird oft für ihre körperlichen Vorteile gelobt, doch ihre Wirkung auf das Gehirn ist noch viel stärker, besonders wenn du sie am Morgen machst. Ein kurzer Schub an körperlicher Aktivität steigert die Durchblutung des Gehirns, verbessert die Sauerstoffversorgung und löst die Ausschüttung des Brain-Derived Neurotrophic Factor aus, eines Proteins, das wie Dünger für deine Neuronen wirkt. BDNF fördert das Wachstum neuer Gehirnzellen, stärkt die Verbindungen zwischen Neuronen und verbessert das Langzeitgedächtnis. Schon 5 bis 10 Minuten Bewegung, sei es Dehnen, leichtes Yoga, ein Spaziergang oder Hampelmännern, können deinen präfrontalen Kortex stimulieren, also den Teil des Gehirns, der für Entscheidungsfindung, Fokus und emotionale Regulation verantwortlich ist. Wenn du Bewegung zu einer Morgenroutine machst, gibst du nicht nur deinem Körper Energie, du stärkst dir auch ein klügeres und widerstandsfähigeres Gehirn. Regelmäßige morgendliche Bewegung hängt außerdem mit besserer Stimmung, weniger Angst und gesteigerter kognitiver Leistungsfähigkeit im Laufe des Tages zusammen. Es geht nicht um Intensität, sondern um Beständigkeit. Also selbst wenn es nur ein leichtes Dehnen ist, während dein Kaffee durchläuft, bewege dich einfach. Gewohnheit 5. Mach eine kurze Einheit achtsames Beatmen oder Meditation. Dein Gehirn verarbeitet ständig Informationen und in unserer schnelllebigen Welt startet es den Tag oft schon im Überlastungsmodus. Genau da kann schon ein paar Minuten achtsames Beatmen oder Meditation unglaublich wirkungsvoll sein. Forschungen von Harvard haben gezeigt, dass schon 8 Wochen regelmäßige Achtsamkeitspraxis die Struktur deines Gehirns physisch verändern können, indem sie die Dichte der grauen Substanz in Bereichen erhöht, die mit Fokus, Gedächtnis und Emotionsregulation verbunden sind, und gleichzeitig die Amygdala, das Angstzentrum des Gehirns, verkleinert. Wenn du langsam und tief atmest, aktivierst du dein parasympathisches Nervensystem. Das hilft, Cortisol zu senken, deine Herzfrequenz zu reduzieren und dich in einen ruhigen, fokussierten Zustand zu bringen. Diese morgendliche Halbenheit verschafft dir geistige Klarheit, emotionale Kontrolle und mehr Widerstandsfähigkeit und legt damit den Grundstein für den Rest deines Tages. Du musst dich nicht im Schneidersitz hinsetzen oder Mantras singen, schließe einfach die Augen, atme 4 Sekunden lang ein, halte den Atem 4 Sekunden, atme 6 Sekunden aus und wiederhole das Ganze 5 Minuten lang. Konzentriere dich auf deinen Atem und bringe deine Aufmerksamkeit sanft zurück, wenn sie abschweift. Das ist Gehirntraining und die Ergebnisse verstärken sich Tag für Tag. Gewohnheit 6. Schreib dir deine 3 wichtigsten Prioritäten für den Tag auf. Einer der größten Feinde von Produktivität ist mentales Durcheinander. Meisten Menschen wachen auf und fangen sofort an, daran zu denken, an die Dutzenden Dinge, die sie erledigen müssen. Das führt zu Stress, Unentschiedenheit und Lähmung. Stattdessen beruhige deinen Kopf, indem du dich fragst, was sind die 3 wichtigsten Dinge, die ich heute erledigen muss? Indem du sie aufschreibst, aktivierst du das retikulare Aktivierungssystem in deinem Gehirn, den Teil der Informationen filtert und dir hilft, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Du wirst merken, dass dein Gehirn im Hintergrund beginnt, an der Erledigung dieser Aufgaben zu arbeiten. Diese Gewohnheit schafft Klarheit, Orientierung und ein Gefühl von Kontrolle über deinen Tag, alles entscheidend für mentalen Fokus und geistige Leistungsfähigkeit. Diese Gewohnheit verschafft dir Klarheit,
Orientierung und das Gefühl, deinen Tag im Griff zu haben, alles entscheidend für Fokus und geistige Leistungsfähigkeit. Weniger ist mehr. Konzentrierte Aufmerksamkeit auf weniger Aufgaben führt zu größeren Ergebnissen. Gewohnheit 7. Versorge dein Gehirn mit einem nährstoffreichen Frühstück. Dein Gehirn ist eines der energiehungrigsten Organe in deinem Körper. Es verbraucht bis zu 20% deiner gesamten Energie. Wenn du deinen Tag ohne richtige Energie startest, kann das schon am Vormittag zu Gehirnnebel, fehlender Motivation und mentaler Ermüdung führen. Ein nährstoffreiches Frühstück kann die Produktion von Neurotransmittern optimieren, den Blutzuckerspiegel stabilisieren und dir über Stunden hinweg Energie liefern. Das liebt dein Gehirn am Morgen. Protein. Eier, griechischer Joghurt, Tofu unterstützt Neurotransmitter wie Dopamin und Serotonin. Gesunde Fette, Avocado, Nüsse, Samen nähren die Gehirnzellen und verbessern das Gedächtnis. Komplexe Kohlenhydrate, Haferflocken, Beeren, Vollkorn liefern gleichmäßige Glucose, den Hauptbrennstoff des Gehirns. Vermeide zuckrige Cerealien, verarbeitete Kohlenhydrate oder ganz aufs Frühstück zu verzichten. All das kann Energietiefs, Reizbarkeit und nachlassende Konzentration verursachen. Für maximale Gehirnleistung versuche alle 3 Makronährstoffe in einer Mahlzeit zu kombinieren. Zum Beispiel ein Gemüseomelett mit Avocado-Toast, griechischer Joghurt mit Chiasamen, Beeren und Walnüssen. Oder auch Haferflocken mit Mandelmus und einem gekochten Ei. Versorge dein Gehirn wie den Hochleistungsmotor, der es ist, und es wird dich den ganzen Tag mit Klarheit, Fokus und Energie belohnen. Jetzt, da wir die 7 kraftvollen Morgenroutinen kennengelernt haben, die dein Gehirn neu verdrahten können, fragst du dich vielleicht, wie mache ich sie eigentlich zu einem festen Teil meines Lebens? Die Antwort liegt im Habit Stacking und in Beständigkeit statt Intensität. Du musst morgen nicht aufwachen und gleich alle 7 Gewohnheiten perfekt umsetzen. Dein Körper folgt einer inneren Uhr, dem sogenannten zirkadianischen Rhythmus. Und dieser wird stark vom Licht beeinflusst. Sobald sich diese Gewohnheiten automatisch anfühlen, füge eine neue obendrauf. Dieses Konzept des Habit Stackings, das James Clear in Atomic Habits bekannt gemacht hat, nutzt die natürliche Vorliebe des Gehirns für Routinen. Indem du eine neue Gewohnheit an eine bestehende knüpfst, verringerst du Widerstände und erhöhst deine Chancen auf langfristigen Erfolg. Hier ein Beispiel. Nachdem ich mir die Zähne geputzt habe, trinke ich ein volles Glas Wasser. Nachdem ich das Wasser getrunken habe, gehe ich nach draußen und tanke Sonnenlicht. Wenn ich wieder reinkomme, mache ich 5 Minuten Dehnübungen. Schon bald wird diese Mini-Routine zu deinem neuen Normal und dein Gehirn wird es dir danken. Lass uns kurz die 7 Gewohnheiten zusammenfassen, die dein Gehirn für Fokus und Produktivität neu verdrahten können. 1. Trink als erstes ein Glas Wasser, um deinen Körper zu rehydrieren und die Gehirnfunktion zu aktivieren. 2. Geh innerhalb von 30 Minuten ins natürliche Sonnenlicht, um deinen zirkadianischen Rhythmus zu regulieren und deine Wachheit zu steigern. 3. Meide dein Handy in der ersten Stunde, um dein Gehirn vor reaktiver Überlastung zu schützen. 4. Bewege deinen Körper, um BDNF freizusetzen und geistige Klarheit zu fördern. 5. Übe achtsames Atmen oder Meditation, um deinen Fokus zu trainieren und den mentalen Lärm zu reduzieren. 6. Schreib dir deine 3 wichtigsten Prioritäten auf, um deinen Tag zu fokussieren und zielgerichtete Gehirnprozesse zu aktivieren. 7. Versorge dein Gehirn mit einem cleveren Frühstück, um ihm Energie und Nährstoffe für klareres Denken zu geben. Jede dieser Gewohnheiten erzeugt eine positive Rückkopplungsschleife. Es sind nicht einfach nur Dinge, die du tust, sie sind Signale an dein Gehirn, dass du die Kontrolle hast, dass dein Tag eine klare Absicht hat und dass dein Fokus mit deinen Zielen übereinstimmt. Jetzt gehen wir einen Schritt tiefer und sprechen darüber, warum diese Gewohnheiten aus neurowissenschaftlicher Sicht wirken. Die Neurowissenschaft hinter Morgenroutinen. Wenn du jeden Morgen konsequent dieselben gesunden Handlungen ausführst, baut dein Gehirn stärkere neuronale Verbindungen um diese Verhaltensweisen auf. Dieser Prozess heißt Neuroplastizität, die Fähigkeit des Gehirns, sich auszutauschen und neue neuronale Bahnen zu bilden. Je häufiger ein neuronaler Pfad aktiviert wird, desto dominanter wird er. Genau deshalb sind Gewohnheiten so kraftvoll. Dein Gehirn führt sie irgendwann automatisch aus, mit viel weniger mentalem Aufwand.
Wenn du aufwachst und deinen Tag mit Klarheit, Bewegung, Flüssigkeit und einer klaren Absicht beginnst, trainierst du im Grunde deinen präfrontalen Kortex, die Kontrolle zu behalten. Es ist der Teil des Gehirns, der für Folgendes zuständig ist: Planung, Entscheidungsfindung, Impulskontrolle, Zielverfolgung. Er ist es, der dir hilft, bei Tasks zu bleiben, Ablenkungen zu vermeiden und sinnvolle Arbeit zu verfolgen. Doch wenn du deinen Tag mit Chaos, gedankenlosem Scrolling oder schlechter Ernährung beginnst, schwächst du die Kontrolle deines präfrontalen Kortex und stattdessen übernimmt dein limbisches System, also ein Verhalten, das emotionsgesteuert ist. Wie eine Dominokette, die mit dem Stein des Sonnenaufgangs beginnt. Wie lange dauert es, dein Gehirn neu zu verdrahten? Studien zeigen, dass es je nach Komplexität der Gewohnheit und deinem Maß an Beständigkeit zwischen 21 und 66 Tagen dauern kann, bis sich eine neue Gewohnheit bildet. Aber die gute Nachricht ist, dein Gehirn beginnt sich schon am ersten Tag zu verändern. Genau wie ein Muskel stärker wird, je oft du ihn benutzt, verbessern sich dein Fokus, deine Disziplin und deine Produktivität jedes Mal, wenn du eine Morgenroutine wiederholst. Und hier kommt etwas noch Spannenderes. Studien mit Gehirnscans haben gezeigt, dass sich nach nur 8 Wochen regelmäßiger Achtsamkeitspraxis Menschen folgende Veränderungen aufwiesen: Mehr graue Substanz im Hippocampus, verbunden mit Gedächtnis und Lernen, weniger Aktivität in der Amygdala, verbunden mit Stress und Angst, bessere Vernetzung im präfrontalen Kortex, verbunden mit Entscheidungsfindung. Das beweist, dass dein Gehirn neu verdrahtet werden kann, und es dauert nicht Jahre, sondern lediglich Absicht und Beständigkeit. Wie lange dauert es, dein Gehirn neu zu verdrahten? Schauen wir uns an, wie einige der produktivsten und leistungsfähigsten Menschen genau diese Morgenroutine nutzen. Tim Ferriss, Autor von Die 4-Stunden-Woche, beginnt seinen Tag mit Journaling, Flüssigkeitszufuhr und 5 bis 10 Minuten Meditation, um seine geistige Klarheit zu schärfen. Dr. Andrew Huberman, Neurowissenschaftler an der Stanford University, betont die Sonnenlichtexposition innerhalb von 30 Minuten nach dem Aufwachen, um den Dopamin- und Cortisolspiegel zu regulieren. Oprah Winfrey setzt jeden Morgen auf achtsames Atmen, Journaling und Dankbarkeit, so stellt sie ihre mentale Haltung für den Tag ein. Und sogar Elon Musk, trotz seines chaotischen Zeitplans, nimmt sich jeden Morgen ein paar Minuten für mentale Ruhe und Reflexion, um sich auf seine wichtigsten Prioritäten auszurichten. Die Botschaft ist klar: Morgenroutinen sind keine optionaler Luxus, wenn du auf deinem höchsten Level arbeiten willst, sie sind unverzichtbar. Was passiert, wenn du die morgendliche Gehirngesundheit ignorierst? Lass uns die Perspektive mal umdrehen. Was passiert, wenn du all diese Gewohnheiten auslässt? Wie sieht der typische Morgen für die meisten Menschen aus? Aufwachen und sofort die Benachrichtigungen checken. Von Nachrichten, sozialen Medien und Stress überflutet werden. Ein zuckriges Frühstück hastig einnehmen oder es ganz auszulassen. Den ganzen Morgen drin verbringen ohne Sonnenlicht. Bis zum Arbeitsbeginn bewegungslos bleiben. Den Tag reaktiv beginnen, statt proaktiv zu handeln. Das schafft das perfekte Chaos für mentale Erschöpfung, schlechte Konzentration, Stimmungsschwankungen und Burnout. Dein Gehirn treibt durch Struktur, richtige Reize und Unterstützung. Fehlen diese, wird es anfällig für kognitiven Abbau, chronischen Stress, verringerte Motivation und emotionale Dysregulation. Deshalb kann es schon einen spürbaren Unterschied machen, wenn man nur eine der 7 Gewohnheiten übernimmt. Dein Morgen ist deine Einstellung. Wenn dein Tag beginnt, E-Mails, Meetings, Verpflichtungen, hat dein Gehirn bereits entschieden, wie es die Welt wahrnimmt und darauf reagiert. Deine morgendlichen Impulse bestimmen dein mentales Ergebnis. Willst du dich gehetzt, reaktiv und unfokussiert fühlen, oder willst du dich ruhig fühlen, klar und selbstbestimmt? Alles beginnt vor 9 Uhr morgens. Abschließende Message: Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur konsequent sein. Denk daran, du brauchst keine perfekte Morgenroutine, um dein Gehirn zu verändern. Du brauchst nur eine konsequente. Fang morgen einfach mit einer einzigen Gewohnheit an. Vielleicht ist es, ein Glas Wasser zu trinken oder für ein paar Minuten ins Sonnenlicht zu treten oder dein Handy für 30 Minuten nicht zu checken. Mit der Zeit wird sich dein Gehirn anpassen, es wird dir danken. Und am allerwichtigsten, es wird dich in allem unterstützen, was du tust. Denn dein Morgen ist nicht nur der Beginn deines Tages,
sondern die Grundlage deines Geistes. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere den Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, denn wir werden noch mehr neurowissenschaftlich fundierte Tipps teilen, die dir helfen, fokussierter zu sein, schärfer zu denken und klüger zu leben. Hinterlasse unten einen Kommentar und sag uns, welche dieser 7 Morgenroutinen praktizierst du bereits? Welche davon möchtest du morgen am liebsten anfangen? Bleib fokussiert, bleib scharf und wie immer, kümmere dich um dein Gehirn.